Servus und hallo, liebe Orchideenfreundinnen und Orchideenfreunde. Kommen wir zu einem weiteren Update beim Thema Tolumnia-Orchideen. Wir sehen, der Blütentrieb dieser einen Tolumnia, die hier so einen schönen Blütentrieb gebildet hat, hat noch einmal deutlich an Länge zugelegt. Das heißt, allzu lang wird es nicht mehr dauern, bis die Pflanze dann am Blühen ist. Der zweite Blütentrieb ist auch gut gewachsen. Und hier hinten ist ja noch eine mit einem weiteren Blütentrieb. Das heißt, hier sind wir ganz gut unterwegs. Im letzten Video waren die Orchideen schon frisch gegossen und hier seht ihr jetzt, sie sind richtig schön trocken und das ist an und für sich das, was ich als Ziel habe, dass die Pflanzen 2-3 Tage trocken stehen und dann mache ich eigentlich nichts anderes, als dass ich mit der Gießkanne nur Wasser hier unten reingieße, sodass dann 1/2 Zentimeter Wasser drin ist. Die werden ja in Kolomi kultiviert, bedeutet, dieses Substrat ist nicht vergleichbar mit zum Beispiel Zwackenmoos, was komplett das Wasser aufsaugen würde und dementsprechend die Pflanze wieder richtig nass stehen würde, sondern der Spross im oberen Teil des Topfes bleibt trocken und die Wurzeln, die weiter unten sind, können sich dann richtig schön mit Wasser vollsaugen und eben sich an das Substrat, was unten ist und deutlich feuchter ist, ja, so richtig schön anhaften. Und das machen die Orchideenwurzeln an Kolomi sehr gerne, weshalb ich mich eben bei der Kultur und bei der Art jetzt für Kolomi entschieden hatte. Und ihr seht, mehr muss man nicht machen oder mehr ist meiner Meinung nach nicht zu machen. Und die Pflanzen bisher scheinen das auch ganz gut hinzunehmen. Die letzten Tolumnia-Pflanzen, die ich hatte in Kultur, die sind aufgrund der falschen Herangehensweise deutlich schneller eingegangen und das hat man sehr schnell am Spross gesehen. Das heißt, die haben extrem schnell die Blätter abgeworfen, aber hier ist alles richtig schön fest. Also die Blätter sind alle knackig und gesund und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass diese Methode, so wie sie jetzt ja, durchgeführt wird, eine sehr gute Methode ist. Und im letzten Video wurde ich gefragt, ob die Pflanzen nur unter Kunstlicht stehen. Ja, hier oben sind LED-Leuchtstoffröhren und das ist an und für sich das Einzige, was die abbekommen. In dem Fall sind es allerdings da ist nur einmal 16 Watt und das reicht den Tolumnias und auch den Phalaenopsis, die hier stehen, voll und ganz aus. Und ich bin gespannt, wie die sich weiterentwickeln, weil bisher entwickeln sie sich super. Und ob die anderen jetzt auch noch Blüten machen oder ob das jetzt dann erst wieder im Frühjahr sein wird, sobald die anderen Blüten machen, weiß man nicht. Also so Tolumnias und Psyllium-Orchideen sind ja auch ab und zu mal zwischen dem Jahr bereit, Blüten zu machen. Und das sehen wir dann in dem nächsten Update. Und wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Kultur und Pflege von Tolumnias, schreibt es hier gerne in die Kommentare. Ansonsten Daumen hoch, Kanal abonnieren und tschüss. Bis zum nächsten Video.